über die Liebe. Ja, hallo. Mir ist gerade so danach, dass ich gerne etwas über die Liebe sagen möchte, weil ich das gerade jetzt im Moment wieder so stark empfinde. Und zwar ist mir da gerade so, während ich mir Kaffee gemacht habe, so der Gedanke gekommen, wenn ich das so beschreiben würde, die Liebe in mir, dann ist es so, als würde ich auf einem Ozean fahren, auf einem riesigen Meer, mit einem alten, vertrauten Schiff, einem alten Holzboot. Und mal ist die See ganz ruhig und mal ist sie wild und tobt und das Boot geht auf und ab und unzählige Einflüsse kommen zu mir von außen, die mich bewegen oder berühren. Und ich versuche irgendwie Kurs zu halten mit meiner Liebe, mit diesem Gefühl, das in mir ist. Dass ich auf einem schönen Weg bleibe auf diesem Meer. Und da habe ich so dieses Bild vor mir. Die Liebe ist sozusagen wie ein Leuchtturm in diesem Meer, wo man mal hin und her geworfen wird. Ein Leuchtturm, der Licht gibt, durch alle Nebel hindurch, durch alle Wolken hindurch, durch alles, was sonst so geschehen mag und einen vielleicht auch irritiert. Oft und gerade die aktuellen Zeiten mit den Geschehnissen sind ja auch Zeiten, die einen turbulent hin und her werfen oder bewegen. Und da hat man immer auch ein bisschen zu kämpfen, dass man sozusagen auf dem Wasser bleibt und nicht untergeht und sich nicht runterziehen lässt oder dass man sich überschlägt. Und das ist das Schöne an der Liebe, an diesem wundervollen Gefühl, dass es ein unglaublich starkes Gefühl ist, das stärkste Gefühl. Die Liebe kann alles tragen. Eigentlich auch, ja, wahrscheinlich bis zu irgendeinem Punkt, aber sie gibt nicht leicht auf. Und die Liebe läuft nicht vor Angst davon, sondern sie lebt sich selbst. Und im geistigen Sinne könnte man sagen, sie leuchtet. Das ist das, was sie tut. Sie leuchtet einfach und ist wie ein Licht vor einem, das einen den Weg zeigt. Man könnte witzigerweise sagen, quasi ein unsichtbares Licht, weil unser Geist gar nicht das sichtbare Licht unbedingt braucht, sondern unser Geist braucht das Empfinden, dass dort Licht ist. Eine Orientierung. Und dass man das auch fühlt in sich, in seinem Körper fühlen kann, die Liebe als tolles Gefühl in sich einfach. Super, das ist was anderes als durch den Supermarkt rasen und einzukaufen oder durch die Kaufhäuser zu rasen und einzukaufen oder so. Das ist alles was anderes, eine andere Welt quasi. Und dieses Gefühl von Liebe in einem, das ist eine Welt für sich, die sich sozusagen allen Welten gegenüber öffnet. Und das ist diese große Liebe, diese Liebe, die über ein Selbst hinausragt und über das hinausragt, was einen selbst berührt.
eben die Nächstenliebe. Die Liebe im weiteren Sinne, größeren Sinne, allumfassend und auch alles erhöhend. Die Liebe erhöht, ja. Die Liebe ist nicht etwas, was unterdrückt oder herunterdrückt, sondern die Liebe erhöht. Die Liebe zieht jemanden aus dem Sumpf nach oben. Und die Liebe ist wie eine ausgestreckte rettende Hand, die sich einem Ertrinkenden entgegenstreckt, quasi. Und das im übertragenen Sinne jetzt auch auf die Gedanken, die geistige Welt bezogen. Und das heißt, auch wenn man das Gefühl hat, dass jemand von seinem Denken her, von seinem geistigen Weg auf einem Irrweg ist, vielleicht, oder dass er droht zu ertrinken, dass er nicht gut damit klarkommt, mit dem, was bei ihm geistig geschieht, dass man demjenigen auch helfen kann. Dadurch, dass man ihm zuhört, dass man aufmerksam ist, dass man ihm etwas Liebe gibt, etwas Liebe schenkt. Und das macht die Liebe sozusagen aus sich selbst heraus. Das ist dieses Leuchten, das auch nicht verlangt, dass es unbedingt erwidert wird. Es ist natürlich schön, wenn Liebe auch Erwiderung findet, aber Liebe ist von sich aus Liebe. Auch wenn sie nicht erwidert wird oder bewertet wird, sondern sie ist einfach die größte Kraft und die schönste Kraft. Ja, das würde ich mal so sagen und das wollte ich heute sagen, weil ich ganz tief dieses Gefühl in mir habe. Und das ist in jedem von uns drin, in unserem Körper, in unserer Seele, auch in unserem Geist, aber am tiefsten in unserer Seele. Da ist diese Liebe und sie wartet darauf, befreit zu werden. Sie möchte nicht unterdrückt werden, nicht gemaßregelt werden. Sie möchte nicht 1000 Paragraphen haben, wann sie erscheinen darf und wann nicht, oder was sie lieben soll oder was nicht, sondern die Liebe ist frei und die Liebe strahlt. Wie dieses Licht. Wer dieses Licht empfängt, das ist eben etwas anderes. Vielleicht ist es jemand, der Liebe sucht. Vielleicht ist es jemand, der Liebe braucht, weil er gerade sehr, sehr traurig ist oder hoffnungslos ist oder irritiert ist. Und die Liebe leuchtet einfach so vor sich hin. Und das kann man auch so nach außen ausstrahlen. Einfach, ja, zufrieden sein mit dem, was man hat, ist etwas ganz Wichtiges, auch für die Liebe. Glücklich sein, dass man Liebe hat. Dass man Liebe empfinden kann. Das ist ein hohes Glücksgefühl. Und das ist etwas anderes, als wenn ich 1000 Dinge besitze oder 2000 Dinge oder 10.000 Dinge, worauf sich mein Glück stützt. Mein Glück stützt sich auf Liebe, auf diesem wunderschönen Gefühl, auf diesem tollen Lebensgefühl, das mich leitet, dem ich folge, dem ich mich hingebe, mein Schutzschild und eigentlich alles, kann ich sagen, was ich nicht missen möchte. Dieses wunderschöne Gefühl, das ist eigentlich das Leben. Ja. Und im Grunde können wir alles lieben. Wir brauchen es nur zu tun. Das ist ein schöner Weg. Das wollte ich jetzt heute nochmal sagen, weil ich dieses Gefühl gerade sehr intensiv wahrnehme in mir. Also,
Wir folgen der Liebe und wir folgen nicht dem Wahnsinn, quasi. Das möchte ich mal betonen. Ja. Also ich wünsche allen einen schönen Tag, schöne Erlebnisse und ja, Freude und Hoffnung, ein schönes Lebensgefühl. So, das wollte ich heute sagen. Und das ist wieder ein Spontanvideo. Darum ist das mit dem Text manchmal so etwas holperig vielleicht. Gibt es zwischendurch Sekunden, da muss ich auch überlegen, wie mache ich weiter, wie setze ich den Satz fort oder so, weil ich mir vorher auch keine Gedanken darüber mache, was ich eigentlich sagen möchte, sondern es ist alles immer ganz spontan und unmittelbar. So. Und dann ist es in der Regel auch so, ich schneide da auch nicht viel dran herum, eigentlich gar nicht, sondern ich mache daraus ein Video und ich veröffentliche das so, wie ich es auch gemacht habe. So, da kommen vielleicht ein paar Bilder mit rein oder so, aber grundsätzlich manipuliere ich nicht daran herum, sondern ich schenke mich der Welt so hin, auch wenn dieses ein unvollkommenes Video ist. Aber die Message ist nicht unvollkommen. Und ich rede von dieser Liebe, die ich als göttliche Liebe bezeichnen würde. Das ist Agape genannt und das ist diese großartige Liebe, die man auch mit Nächstenliebe beschreiben könnte. Ja. Und wenn wir das Gefühl haben, wir werden von Gott geliebt, ist es natürlich auch ein toller Grund, ein tolles Fundament, auf dem man bauen kann und stehen kann. Und wenn ich mir sagen kann, Gott findet mich eigentlich ganz okay, wenn es auch vielleicht hier und da etwas holprig ist oder so, und manchmal ist man ja auch ein frecher Schlingel oder so, ne? Aber im Großen und Ganzen ganz okay, wenn sich das jeder sagt und sagen kann, ist es auch ein schönes Feeling. Und einfach mit dem schönen Gefühl durch die Welt gehen, eigentlich bin ich ganz okay. Ja. Und eigentlich seid ihr auch ganz okay. So. Und jetzt mache ich aber dieses Video fertig, die Aufnahme beende ich jetzt. Ach, das ist ja interessant. Ah, doch, das ist auch ein unvollkommenes Diktiergerät. Es hat manchmal so Aussetzer und die Schalter, die verschiedenen, ich kann die mal so zeigen. Das sind so winzige Schalter, da braucht man schon etwas Fingernagel, um die bedienen zu können. Und jetzt schalte ich die mal aus und also wie gesagt, schönen Tag allen. Shalom.